eine Kälte. So, willkommen zum neuen Car Review. Heute im Video der neue Kia Sorento. Jetzt in der 4. Generation. Das erste Mal ist 2002 gelauncht worden. Das heisst, wir sind jetzt schon 22 Jahre, wo der Sorento auf dem Markt ist. Neu haben wir jetzt meiner Meinung nach einen amerikanischeren Look wie der Vorgänger. Wir haben die Star Map Tagfahrlichter, die ein bisschen an Cadillac angeguckt sind vielleicht, aber ich finde sie recht gelungen. Sie geben dem Auto vorne eine gute Präsenz auf der Straße. Wir haben hier so schöne Metallspangen unten am Grill bekommen. Da unten auch beim Auffahrschutz oben dran also eine schöne Metallspange. Und das neue Kia-Logo vorne, das die Front schön abrundet. Dann auf der Seite haben wir vorne so echte Lufteinlässe. Die sieht man, die kommen hier wieder raus. Das hast du ja nicht einmal auf den meisten Sportwagen heutzutage. Jetzt im Winter mit 18 Zoll Felgen drauf. Optional kann man 20 Zoll Felgen drauf tun, die ich fast als Must ansehe. Die sehen viel schöner aus wie 18 oder 19 Zöller. Wir haben auf der Seite so Zierelemente, so in einem Chrom gehalten, die sich schön durchziehen, über den Türgriff bis hinten drauf. Dann weiter zum Heck. Wir haben eine neue Form der Rücklichter. Jetzt so eine schöne Spangenform. Finde ich recht gelungen. Was ich auch gelungen finde, sind die Rückfahrlichter hier unten. Die sind wirklich sehr schön integriert. Oben drauf wieder mit so einem Zierelement in Chrom. Dann kommen wir zum grossen Kofferraum. Das ist jetzt die 7-Sitzer-Version. Und wenn die Drittsitzreihe unten ist, haben wir 813 Liter Kofferraumvolumen. Wenn die Zweitsitzreihe auch unten ist, ist es über 2000 Liter. Und selbst wenn die letzte Reihe oben ist, haben wir immer noch 175 Liter. Sprich, es langt immer noch für einen kleinen Einkauf und so weiter. In typischer Emil Frey-Videomanier kennen wir es. Müssen wir natürlich die Drittsitzreihe noch testen. Für das gehen wir vor. Ich könnte dann hier über den Knopf die zweite Sitzreihe vorklappen lassen, was sehr schnell funktioniert. Schauen wir mal, ob wir da hinten kommen. Ja, wie soll ich sagen? Wenn man jetzt das hinten zieht, wird es dann wahrscheinlich schwierig. Jetzt ist er noch sehr gerade, aber die Knie sind sehr weit oben, das heisst, ich kann meine Füße nicht irgendwo runterversorgen. Aber eben, es ist natürlich nicht gedacht für jemanden, der irgendwie über 1,70 ist wahrscheinlich. Was haben wir da hinten sonst noch? Wir haben ein schönes Ablagefach da, hinten noch einen Cupholder. Was ich auch noch cool finde, wir haben separate Klimaeinstellungsmöglichkeiten für die dritte Reihe. Sprich, da hinten kannst du auch noch deine gewünschte Temperatur einstellen. Wir haben ein USB-C-Kabel und da hinten noch einen 12-Volt-Stecker. Ansonsten tiptop adäquate dritte Sitzreihe, jetzt einfach vielleicht nur für Kinder und Jugendliche. Dann im Fahrbereich, was haben wir da so? Wir haben hier einen separaten Getränkehalter, Sitzheizung auch hinten, ein Sonnenrollo und optional kann man auch ein Panoramadach rein tun. Was ich jetzt wahrscheinlich auswählen würde, weil da hinten, wenn du am Fahren bist und alle Türen zu sind, ist das schon ein bisschen dunkel, vor allem dann in der letzten Sitzreihe. Ansonsten, du kannst den Sitz noch verstellen, du kannst da wirklich recht weit hinten lehnen, bloß eben noch ein bisschen hinten fahren, wenn hinten niemand hockt. Und dann hast du da wirklich sehr viel Platz, mit 1,88 auch genug Kopffreiheit. Und weil wir die dritte Sitzreihe haben, würdest du denken, es ist ein Familienauto. Und was ich immer lustig finde bei so Kia-Modell, du hast hier eine Möglichkeit, zum elektrisch den vorderen Sitz zu bedienen. Also als Kind würde ich doch die ganze Zeit am Beifahrer reinfunken. Also mal schauen, wie lange das geht, bis das dann nervig wird. Was ich noch speziell finde, im Vergleich zu der dritten Sitzreihe, hast du in der zweiten Sitzreihe gar keine Klima-Einstellmöglichkeiten. Du kannst nur an- und abstellen und halt ein bisschen den Winkel verändern, aber die Temperatur oder so kannst du da hinten nicht einstellen. Hinten dran haben wir da noch an den Sitz USB-C Lademöglichkeit integriert. Und jetzt gehen wir mal nach vorne schauen. In den Vordertüren haben wir ganz viele Knöpfe. Die klassischen Fenster- und Entriegelungsknöpfe, Massagefunktion und 2 Memory-Funktionen für den Fahrersitz. Zusätzlich haben wir da das Bose-Soundsystem drin, das wirklich nicht schlecht tönt. Und am Sitz kann man ganz viel einstellen, das zeigt ihr jetzt separat noch. Natürlich all die üblichen elektrischen Sitzeinstellmöglichkeiten, die man also hat. Was aber zusätzlich ist, die Wädli-Stütze, oder wie man es nennen würde. Und was ich echt cool finde, ist so der, ich würde jetzt mal Lounge-Knopf nennen. Wenn ich jetzt den drücke, dann fährt der Sitz hinten, die Wädli-Stütze geht rauf und ich werde hinten gelehnt. Nachdem du dich in dieser Position erholt hast und dann bereit bist zum Weiterfahren, können wir noch über die Trim-Optionen reden hier innen. Im Sorento gibt es keine Echtlederoptionen mehr, sondern nur noch vegane Lederoptionen oder Stoffoptionen. Es wird langsam ein bisschen kühl, aber jetzt können wir in Ruhe über die Mittelkonsole reden. Wir haben also einen Gangwahlhebel als Drehrädchen. Da hinten nochmal ein Drehrädchen, um die einzelnen Fahrmodi einzustellen. Wir haben hier 4 Strassenmodi, Normal, Eco, Sport und Smart. Smart oder die ganzen Auskopplungen und Gleitsituationen selber regeln und ist wahrscheinlich die effizienteste Form, um das Auto zu fahren. Dann haben wir noch ein paar Terrain Modes. Wir haben das
Snow, Mud und Sand. Zusätzlich Lenkradheizung, Auto Hold Assist, Hill Descent Control, Parkkameras, die 360 Grad sind, Parksensoren, klar, und Start-Stopp. In der Mittelkonsole haben wir doch relativ viele Ablagemöglichkeiten. Ein grosses Fach. Hinter dieser Klappe versteckt sich das induktive Laden, das zusätzlich noch gekühlt ist. Wir haben leider da relativ viel Pianolack, was natürlich anfällig auf Fingerabdrücke ist. Ich hätte es jetzt bevorzugt, wenn da alles in Aluminium gehalten wäre. Was würdet ihr bevorzugen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Da vorne haben wir zusätzlich Möglichkeiten zum Sitz heizen und kühlen. Oben dran Klimaleiste, die leider Touch ist, aber trotzdem zum Temperatur einstellen haben wir so ein Drehrädchen. Was zusätzlich die Leiste auch noch ist so ein Shortcut-Menü, das man per Touch auswählen kann. Was ich schade finde, da ist zum Beispiel, dass die Lautstärke in diesem Shortcut-Menü ist. Sprich, wenn ich jetzt in der Klimaleiste drin bin, kann ich die Lautstärke als Beifahrer nicht ändern. Das heisst, der Fahrer muss es dann über das Steuer machen oder ich muss halt über einen Touchknopf das auswählen. Das finde ich ein bisschen unnötig, ehrlich gesagt. Oben haben wir schön in die Mitte eingesetzt einen Warnblinker, der von der Haptik her sehr angenehm ist zum Drücken. Ich finde ihn auch gut positioniert. Zusätzlich zu der Haptik muss ich sagen, es fühlt sich alles sehr wertig an. Die Knöpfe haben alle ein gutes Gefühl, wenn man sie drückt. Also von dem her kann man sich absolut nicht beklagen. Oben haben wir zwei 12,3 Zoll Bildschirme, einen für den Fahrer und einen für das Infotainment. Vom Touch her, es reagiert sehr schnell. Man kann da auch über die Einstellungen sehr schnell seine Assistenzsysteme ein- und ausschalten. Von dem her kann man über das Infotainment nichts sagen. Natürlich Apple CarPlay, Android Auto, alles dabei. Dann das Fahrdisplay sieht alles sehr klar und aufgeräumt aus, wo man auch seine ganzen Assistenzsysteme darüber steuern kann. Zusätzlich haben wir als Option ein Head-Up-Display, was eines der schärfsten ist, die ich kenne. Das bringt mich zu einem Assistenzsystem. Er hat eigentlich wirklich alles, was du als Assistenzsystem dir vorstellen kannst. Er hat Autobahnassistent, der die Spur hält, das Tempomat ist adaptiv, er hat ein Totwinkelassistenzsystem drin. Und das muss ich kurz den Motor anstellen, um zu zeigen. Wenn ich jetzt links blinke, oder mir links die Kamera einstellen. Es ist als Unterstützung, aber ich finde, es ist echt cool, wenn du zum Beispiel an einem Lichtsignal stehst und ein Velofahrer neben dir ist. Also, siehst du nicht tipptopp durch die Kamera. Natürlich rechts genau das Gleiche. Das bringt mich zum Steuerrad und ich muss sagen, ganz viele Knöpfe und zwar echte, kein Touch. Das begrüße ich sehr. Die fühlen sich auch wie die Mittelkonsole sehr wertig an. Hinten dran haben wir zwar Plastikschaltwippen, aber sie sehen metallisch aus und fühlen sich angenehm an. Dann haben wir eine Ziehnaht und bevor wir jetzt über den Preis reden, müssen wir noch kurz fahren. Fährt sich der Kia Sorento. Sehr positiver Punkt ist das Fahrwerk. Es ist sehr weich, aber trotzdem in der Kurve wird er nicht schwammig, sondern hat eine gewisse Steifigkeit. Jetzt haben wir hier einen guten Test für Beschleunigung, 50 auf 80. Jetzt haben wir 80. Ja, er hat jetzt Zeit, bis er runtergeschaltet hat, aber ich denke, für den normalen Alltag langt das völlig und er wird wahrscheinlich vor allem auf der langen Strecke sehr bequem. Was ich auch sehr gut finde, ist der Tempomat. Der hält wirklich Geschwindigkeit super, tut auch angemessen beschleunigen. Zum Beispiel auf der Autobahn. Der könnte noch ein bisschen schneller reagieren, als er jetzt tut, sprich ein bisschen dynamischer auf die Endgeschwindigkeiten kommen. Aber auch der Lenkassistent, auch ausserorts, super angenehm. Sehr positiver Punkt finde ich auch die Sicht. Ich sehe vorne super aus. Ich sehe gerade, wo die Motorhaube aufhört. Ich sehe durch die grossen Seitenscheiben auch den Spiegel super. Hinten sehe ich auch sehr gut aus, trotz der tönten Scheiben. Also die Rundumsicht ist fantastisch. So, nach dieser relaxten Fahrt schauen wir doch, was uns überhaupt vorwärts getrieben hat. Diese Version hat einen 2,2 Liter Turbodieselmotor mit 194 PS. Gibt dann aber auch noch als Hybrid, da muss ich kurz spicken. Einer ist als Mild-Hybrid mit einem 1,6 Liter Benzinmotor und 215 PS. Und eine Version als Plug-in-Hybrid mit dem gleichen Benzinmotor, aber schlussendlich 252 PS. Beim Verbrauch sind die Werksangaben 6,6 Liter kombiniert. Realistisch fährst du wahrscheinlich eher näher bei 8 Liter. Schreib mal in die Kommentare, ob das in Ordnung ist oder ob das zu viel ist für die Größe von SUV. Also, reden wir noch kurz über den Preis. In der Basis kostet er 53'000 Franken und so wie er da steht, mit dem Style-Paket und dem Dieselmotor, etwa 66'000 Franken. Und wenn du wirklich die Vollausstattung willst, mit dem Plug-in-Hybrid, bist du etwa bei 75'000 Franken. Was haltet ihr vom Preis? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde es ein sehr solides Auto, sehr bequem, qualitativ hochwertig. Es fühlt sich alles gut an, wenn du es berührst und drückst. Aber der Preis ist vielleicht doch ein bisschen am oberen Ende. Probiert es selber aus, schaut ihn an, geht zu einem von den Freistandorten, die Kia hat. Ich bin der Cyril, das war das Car Review. Wir sehen uns das nächste Mal wieder.